Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und heute möchte ich euch gern einmal mitnehmen auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Deshalb bin ich heute auch nach Lunzenau gefahren. An einem besonders schönen Talabschnitt der Zwickauer Mulde erhebt sich auf einen Felssporn die um 1190 urkundlich erstmals erwähnte Rochsburg. Die erste urkundliche Erwähnung eines Guntheros de Rochsberg findet sich 1195 in einer wettinischen Urkunde. Vermutlich war Guntheros de Rochsberg ein wettinischer Beamter. 1283 ist das Jahr der ersten Erwähnung der Burggrafen von Altenburg als wettinische Lehensnehmer der Rochsburg. Die früheste direkte urkundliche Erwähnung findet sich in einer Urkunde des Burggrafen Dietrich II. Von Altenburg vom 22. Juli 1296. Hier wird die Rochsburg als bevorzugter Wohnort des Burggrafen genannt. Als kurfürstliche Truppen 1547 während des Schmalkaldischen Krieges das schwach besetzte Schloss plünderten und niederbrannten, wurde die Herrschaft Rochsburg für 60.000 Gulden an die drei Herren von Schönburg verkauft. Sie erweiterten damit ihre umfangreichen Besitzungen im oberen Tal der Zwickauer Mulde. So erhielt Schloss Rochsburg Mitte des 16. Jahrhunderts das heutige Erscheinungsbild. Die Außenanlagen behielten ihren wehrhaften Charakter, der mit der vorderen Toranlage, der Nordwehrmauer und dem Fachwerkwehrgang, der Südwehrmauer und dem oberen Tor zum Innenhof noch deutlich erkennbar ist. Diese drei Herren von Schönburg, Georg, Hugo und Wolf II., bauten die ruinierte Anlage schon ein Jahr später nicht nur wieder auf, sondern gaben ihr mit den Zwerchhäusern und 9 Fenstergewänden das Aussehen, das heute noch die Anlage prägt. Eine Inschrift in der Kapelle erinnert an den Wiederaufbau von 1548 bis 1553. Der Brunnen geht auf das 12. Jahrhundert zurück. Von 1470 bis 1475 täufte ihn der Freiberger Bergmeister Thorwenzel mit seinen Gehilfen von 31 Metern auf seine heutige Tiefe von 53 Metern ab. Bis ins 15. Jahrhundert wurde die Herrschaft erweitert und unter dem Baumeister Arnold von Westfalen zum Schloss umgebaut. In seiner Erscheinung stammt das Schloss aus der Spätgotik und Renaissance. Die Hauptbauphasen waren um 1470 und 1548. Auch die Schäden eines weiteren Brandes im Jahr 1582 behoben die Schönburger unter Wolf III. Zügig. Damals wurden fast alle hölzernen Decken in Schiffskehlenform erneuert, die bis heute noch zu sehen sind. Lassen wir den Blick durch den Raum schweifen. Was verrät er uns über vergangene Zeiten? An den Wänden sehen wir neben dem Namen einiger bedeutenden Herren der Burggeschichte eine Reihe von Bildnissen, darunter auch Wolf II. Von Schönburg, der die Burg 1548 zusammen mit seinen beiden Brüdern kaufte und später alleiniger Herrscher über die Rochsburg war. Die Schiffskehlbalkendecken sind original aus dem 16. Jahrhundert erhalten. Nach einem verheerenden Schlossbrand im Jahr 1582 wurden alle Dachstühle und Holzbalkendecken erneuert und 1599 fertiggestellt. Seitdem wurden die Decken nie wieder zerstört und eröffnen damit einen direkten Blick in die Vergangenheit. Die ursprünglich nur in Steinestrich gefertigten Böden wurden wohl
wurde später im 18. Jahrhundert mit Holzdielen belegt, wahrscheinlich weil der Fußboden zu kalt war. Die Wände waren in der Renaissance mit Bemalungen versehen, die aber im 19. Jahrhundert überputzt wurden. Ein denkmalgeschütztes interessantes Detail findet sich an der linken Wand. Hier wurde kurz nach der Wende eine Probeachse der wiederentdeckten Holztapete angelegt, die wahrscheinlich auch in 3 weiteren Räumen so vorzufinden ist. Auf historischen Fotos ist diese Holzverkleidung gut zu erkennen. Die Restaurierung der Tapeten ist ein ziemlich neues Gebiet in der Denkmalpflege und jetzt nach rund 30 Jahren kann man sagen, dass der Versuch aus den 90er Jahren geglückt ist. Die Rochsburg blieb von 1548 bis 1945 im Besitz des 1700 in den Grafenstand erhobenen Geschlechts von Schönburg. 1945 wurde die Adelsfamilie im Rahmen der Bodenreform enteignet und die Anlage kam an das Land Sachsen. Im Festsaal erzählt die stattliche Ahnengalerie von den Menschen, die hier in ihrem Schloss einst lebten. Es ist etwas sehr Besonderes, die Herrscher aus verschiedensten Jahrhunderten an der Stelle ihres Wirkens versammelt zu sehen, vor allem in dieser eindrucksvollen Menge. Auch wenn einzelne der hier gezeigten Bilder für sich genommen vielleicht nicht von außergewöhnlichem Wert sind, so ist es doch die Fülle und Vollständigkeit der Familiengeschichte, die dem Betrachter hier vor Augen geführt wird. Jedes Bild erzählt eine eigene Geschichte, manche rührend, andere grausam, so wie die des Grafen Wolf Ernst von Schönburg, der ein aufbrausender Charakter gewesen sein muss. In einem Streit ermordete er seinen Bruder, der bei einer Auseinandersetzung schlichten wollte. Allerdings geschah dies nicht, wie oft fälschlicherweise berichtet, auf der Rochsburg, sondern in Glauchau. Unter den Gemälden hervorzuheben ist ein Bildnis von Kurfürst Friedrich August III., genannt der Gerechte, der Sachsen von 1768 bis 1806 regierte. Jahrzehntelang hing das Bild als unbekannter Adliger in diesem Raum, bis bei einer Restaurierung der charakteristische Fürstenhut auffiel. Ins Auge fällt der edle blau-goldene Rahmen, der seinerzeit sehr kostbar war. Blaue Farbpigmente waren ebenso selten wie teuer, denn sie ließen sich nur aus einem Edelstein gewinnen. Bei näherem Hinsehen und ehrlicher Betrachtung muss man jedoch gestehen, dass die künstlerische Ausführung des Rahmens im Vergleich zu anderen Kunstwerken aus jener Zeit trotz der oberflächlichen Pracht eher provinziell wirkt. Grob geschnitzt, ein bisschen krumm und schief, es lässt sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass man manches wollte, was man sich als Provinzherrscher dann doch nicht so recht leisten konnte.
Wolf II. Gehörte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu den konsequentesten Förderern des orthodoxen Luthertums. Seine Regentschaft war gekennzeichnet von ständigen kirchenpolitischen Konflikten mit Kurfürst August, die letztendlich zur vollständigen Niederlage Wolfs führten. Auf kurfürstlichen Befehl wurde Wolf II. Am 14. März 1567 in Chemnitz verhaftet und nach Dresden überstellt. Unter katastrophalen Bedingungen eingekerkert sah sich Wolf am 16. Oktober 1567 gezwungen, unter Verwerfung seiner bisherigen theologischen Position ein Glaubensbekenntnis zu unterzeichnen, das ihm schon am darauffolgenden Tag die Haftentlassung ermöglichte. Als 1581 das Land von der Pest heimgesucht wurde, verlegte Wolf seine Residenz nach Rochsburg. Während der Hochzeit seines Sohnes Wolf III. Steckte er sich dennoch an, infolgedessen er bald darauf verstarb. Die Rochsburger Schlosskapelle der Heiligen Anna geweiht, wurde ab 1470 durch den Baumeister Arnold von Westfalen angelegt. Als die Herren von Schönburg 1548 die Rochsburg übernahmen, ließ Wolf II. Eine Inschrifttafel rechts neben dem Altar anfertigen, die vom damaligen Zustand der Burg berichtet. Als strenggläubiger Lutheraner beauftragte Wolf II. Den Freiberger Bildhauer Andreas Lorenz mit der Fertigung des großen Sandsteinaltars. Dargestellt ist die Leidensgeschichte Christi vom Heiligen Abendmahl über die Kreuztragung bis zur Himmelfahrt mit entsprechenden Zitaten aus der Bibel. 1576 wurde der Altar geweiht. Neben der Kapelle findet sich die gräfliche Gruft mit 9 Doppelsärgen. Graf Heinrich Ernst von Schönburg-Rochsburg ließ sie um 1770 für seinen im Alter von 22 Jahren viel zu früh verstorbenen ersten Sohn Friedrich Ernst einrichten. Beide ruhen zusammen mit weiteren Mitgliedern der Familie bis heute hier in der Kapelle. Die sterblichen Überreste der edlen Herrschaften sind kunstgerecht mumifiziert. Der große Wendelstein entstand 1470 unter Arnold von Westfalen. Ein großes Kielbogenportal schmückte den Eingang. Das Verlegen der Wendeltreppe in das Gebäudeinnere war eine für diese Zeit richtungsweisende architektonische Lösung. Zunehmend finanzielle Schwierigkeiten bewogen den damaligen Besitzer, Graf Schönburg-Waldenburg, dazu, einige Zimmer als Museum für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ab den 20er Jahren gab es dann auch eine Jugendherberge für katholische Gäste.
Der große Keller entstand um 1470 unter der Bauleitung von Arnold von Westphalen. Er diente seither zur Lagerung von Vorräten und blieb baulich nahezu unverändert. Auch das Ziegelgewölbe ist in seiner Ursprünglichkeit erhalten. Über 500 Jahre lagerten hier Vorräte, Rüben, Kartoffeln, Wein, die das feuchte Raumklima vertrugen. Bauliche Veränderungen waren kaum notwendig. Die hohe Luftfeuchte wurde erst mit der Nutzung als Museumsraum zum Problem. Die Lösung? Lehm. Farbig gefasste Lehmputze blieben in ägyptischen Pharaonengräbern bis heute erhalten. Zudem bewahrt mehrlagiger Lehmputz historisch relevante Befunde zerstörungsfrei und lässt zugleich eine freie, moderne Farbgestaltung zu. Mit diesem wunderschönen Burgambiente möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun einen interessanten Einblick in das Leben der Grafen von Schönburg erhalten. Und hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen wollt, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!